Oh, wie weit sind meine Eltern, und an ihnen denke ich oft. Hier sind's mir nur fremde Leute, ach, wie gerne wäre ich dort. Hätt ich Tinte, hätt ich Feder, hätt ich ein Bogenweiß Papier, tät ich an meine Eltern schreiben, wie es geht und steht bei mir. Diese Gedichte schrieb die noch ganz junge Maria Seifert ihren Eltern, als sie in einer weiten Siedlung in Sibirien mit den kleinen Schwestern auf den Armen ohne Eltern zurückblieb. Ihre Familie, wie auch 100.000 andere, wurde 1941 aus der Wolga zwangsvoll deportiert. Unsere Heimat liegt so einsam an den schönen Wolgaland, wo wir deutsche Kolonisten wurden einstmal hingesandt. Damals war das Land noch Wiese und bewohnt von keinem Mann, aber wir deutschen Kolonisten machten uns gleich fleißig dran. Seitdem sind verflossene Jahre, die man heute noch zählen kann. Auch anstatt die Ede Steppe sah man dann ein blühendes Land. 1941 kam die Kunde in jedem Haus, dass wir Deutschen müssen ziehen aus unserem Heimatland hinaus. Auf Befehl des Führers aller Zeiten und Völker Stalins verschwand die Deutsche Volksrepublik Ende 1941 von der Landkarte der Sowjetunion und das deutsche Volk wurde als Verräter in verschiedene Teile des Landes deportiert. So hat das Schicksal Marias Familie in die weite sibirische Kleinbahnhofstation gebracht. An der Bahnstation wurden wir abgesetzt. Danach brachte man uns in ein Dorf. Die Dorfbewohner fürchteten sich von uns. Sie dachten, wir seien Faschisten. Die Leute hatten sich alle versteckt. Keiner wollte uns zu sich nehmen. Sie dachten, wir seien Faschisten. Gerettet wurden wir von der Cousine unseres Vaters, die auch Russisch sprach und konnte den einheimischen Leuten unser Schicksal in Russland schildern. Und da haben alle Leute angefangen zu weinen und uns zu umarmen. Jeder wollte uns helfen und eine Unterkunft geben. Davor wollte uns niemand zu sich nehmen. Alle hatten Angst. Doch das war nur der Anfang aller Strapazen. 1941 wurde zuerst der Vater und danach auch die Mutter in die Trutarmee einberufen. Maria, als die Älteste, musste sich um ihre kleinen Geschwister kümmern, damit sie nicht verhungern. Das Leben in Sibirien war sehr schwer. Vater und Mutter wurden einberufen, ich blieb. Ich war gezwungen zu beten und war gezwungen, 14 Kilometer zu Fuß zu gehen. Ich habe Wölfe getroffen, kletterte auf einen Baum, weinte und schrie laut. Sie kamen näher. Es waren 9 Wölfe, die auf mich warteten. Sie heulten, kämpften miteinander und ich sah die ganze Zeit oben. Einmal, als ich ins Dorf zurückkehrte, wurde ich mit Schnee verwirrt. Die Postträgerin, die am Abend nach Hause zurückkam, hat mich im Schneehaufen bemerkt und mitgenommen. So war das Leben. Dann wurde auch Maria in die Trutarmee eingezogen. Eine einheimische Frau hat die kleinen Schwestern zu sich genommen. Erst 1948 kam Familie Seifert zusammen, wie auch viele andere deutsche Familien. Maria, ihre Mutter und die kleinen Schwestern durften zum Vater nach Bogoroditsk fahren. Der Vater arbeitete da, wie auch viele andere Trutarmee-Arbeiter im Kohlenbau. Als sie zu den Gruben kamen, wurde sie von der Wache zur Arbeit an einem Draht geführt. Man hat sie ja als Faschisten, Verräter angesehen. Waren sie Verräter? Es waren sowjetische Deutsche. Hier waren viele Deutsche. Da wurde später die kleine Siedlung DDR genannt. Sie lebten in Baracken, die bereits abgerissen sind. Vater erzählte selten über die Trutarmee. Einmal erinnerte er sich, wie er aus der Grube kam und nach 4 Stunden wieder in die Grube sollte. Die Bergleute sollten bis zu den Knien im Wasser arbeiten. Unser Vater arbeitete als Befestiger, Lader. Er bekam die schwerste Arbeit. 20 Jahre arbeitete er in der Kohlengrube. Mein Vater, Rudolf Fischer, erzählte, dass das Leben sehr schwer war. Es war kalt, es war von Hungersnot geplagt. Man lebte in Baracken hinter dem Stacheldraht. In Bogoroditsk lebten Deutsche noch aus den Zeiten Katharina der Großen. Die Zarin ließ für ihren Sohn, den Grafen Bobrinski, einen weißen Palast bauen. Seit 1942, als die Baracken hinter einem Stacheldraht und Trutarmee-Arbeiter Alltag waren, ist die Pracht der Zarenstadt verblasst.
Bogoroditsk wurde zum Territorium des Leidens. Ich erzählte, wie mein Vater arbeitete. Es wurde rund um die Uhr gearbeitet. Der Arbeitstag war nicht genormt. Es wurden Aufrufe organisiert. Frauen kamen zu den Baracken, klopften an die Tür und sagten, Batja, es war sein Spitzname. Oder einfach Karluscha, zur Arbeit. Karluscha musste aufstehen, das Essen und das Handtuch in die Tasche stecken und zu Fuß 3-4 Kilometer über das Feld zur Grube gehen. In der Nacht bekamen sie weder Busse noch Autos. Papa arbeitet in der Kohlengrube und da kommt eine Nachricht, Verschüttung in der Grube. Die Frauen lassen alles stehen und liegen und rennen so schnell wie es geht über das Feld zur Grube. Auch die Kinder liefen hin, um zu sehen, was passiert ist, wer gesund nach oben gekommen ist und wer nicht. Meistens sind die Bergarbeiter in den Gruppen von 5-6 Mann umgekommen. Verschüchtung. Also es war kein einziger Arbeiter. Es war fürchterlich. Hier ein Sarg, dort ein Sarg. Alle Toten wurden an einem Tag beerdigt. Es gab sehr viele Opfer in der Gruppe. So erinnere ich mich an meine unglückliche Kindheit. Die Kindheit war unglücklich und von Hunger geplagt, wie bei allen Kindern des Krieges. Im Frühling haben wir Sauerampfer gegessen. Die Mutter brachte einen ganzen Sack. Wir haben ihn gut gespült, gekocht und Brot gebacken. Und was ich heute gegessen habe, vergaß ich sofort. Aber alles, was damals war, vergisst man nie. Vor dem Krieg gehörte Bogoroditsk zum Towarkowski-Rajon und damals waren dort 21 Gruben. Vor dem Einmarsch der Hitlerarmee ins Gebiet Tula wurden auf Befehl des Volkskommissars für Kohlenwirtschaft alle Gruben überflutet und alle elektrischen Verteilungskraftwerke in die Luft gesprengt, um den Feind ohne wichtige strategische Rohstoffe zu lassen. In einem Monat der Okkupation wurden hier 25.000 Quadratmeter Wohnfläche verbrannt. Es sind nur wenige Häuser übrig geblieben. Und gleich nach der Befreiung des Rajons von den Faschisten wurden Trutarmee-Arbeiter zum Wiederaufbau der Kohlengruben geschickt. Die Bedingungen waren fast sklavisch. Es gibt keine Angaben, wie Russlanddeutsche, die hierher gebracht wurden, wohnten. Wenn man von den hiesigen Bergarbeitern liest, bleibt das Blut stocken. Es blieben teilweise nur die Wände von Häusern, das Innere war völlig ausgebrannt. Diese Häuser wurden schnell mit Dächern bedeckt, die Fenster mit Brecken zugenagelt und so nicht nur ohne elektrische Beleuchtung, sondern auch ohne Tageslicht wohnten die Grubenarbeiter. Es wurden 2- 3-stöckige Pritschen errichtet. Sie schliefen auf Brettern. Bettwäsche gab es nicht. Matratzen teilweise auch nicht. Die Matratzen wurden als Ansporn zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität benutzt. Hast du die Kohlen enorm erfüllt, kannst du mit einer Matratze belohnt werden. Im Archiven Unterlagen unseres Museums gibt es Notizen, dass es 15 Mann in einem Zimmer von 7 Quadratmeter wohnten. Selbst im Siegesjahr 1945 gab es in Trost-Tawakow-Ugel 1,5 Quadratmeter Wohnfläche für einen Bergarbeiter. Und was aßen die Bergarbeiter? Es gab Suppe ohne Fleisch, Hirsebrei ohne Fleisch und irgendeine Frikadellen aus Melde, Brot aus 20% Strohzusatz. Es gab Tage, an denen wir nichts im Mund hatten. Wir bekamen Brot. Es war aber kein Brot, sondern Teig. Gutes Brot haben wir nichts gegessen. Ich habe als Lederarbeiterin auf einem Wagen mit einem Anfänger gearbeitet. Wir waren zu viert, alle 18-jährige Mädchen. Uns wurden befohlen, alle Ladung zur Bohranlage zu bringen. Als Ladung war ein Rohr, das 3 Tonnen schwer war. 3 Tonnen! Wir waren gezwungen, dieses Rohr auf die Lederfläche zu legen und zur Bohranlage zu schicken. War es leicht? Alle Muskeln, alle Sehnen zitterten uns. Die 18-jährige Anne Denk wurde in die Trutarmee einberufen und nach Sisran zur Erdölförderung geschickt. Sie bekam die schwerste Arbeit. Die einfachen menschlichen Bedürfnisse konnten hart bestraft werden. Uns haben die Läuse gefressen. Ich sagte einmal, Mädchen, wir gehen zum Dienstleiter. Vielleicht gibt es uns eine leichtere Arbeit, die man zu dritt machen kann. Ich werde dann waschen.
Als ich in der Baracke war, kam die Kommandatorin und fragte mich, warum bist du zu Hause? Ich erklärte, dass ich die Sachen wegen der Anwesenheit von Läusen waschen musste. Am nächsten Morgen kam der Militärkommandant und befahl, mit ihm zu gehen. Er brachte mich zur Bahnstation und sperrte mich in Wächterhäuser ein. Dem Wächter befahl er, mich nicht herauszulassen. Sogar zur Toilette sollte er mich begleiten. Im Wächterhäuschen wurde der Ofen nicht gezeigt. Es war aber schon kalt. Da saß ich eingeschlossen eine ganze Woche. Ich bekam täglich ein Glas Wasser und 100 Gramm Brot. So habe ich die Läuse gewaschen. Aber nicht alle Vorgesetzten waren so grausam. Im Museum der Stadt Bogoroditsk befindet sich das Protokoll der Sitzung des Gorkoms der Kommunistischen Partei der Bolschewiki der Sowjetunion vom 1. April 1943. Zitat aus der Rede des Chefs des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten: Man darf die Sonderarbeiter nicht unmenschlich behandeln. Wir müssen ihnen vor allem das Leben erhalten und alles aus ihnen herausholen, um die Kohlenförderung gewährleisten zu können. Der Tawarkower Rajon wurde in der Zeit vom 13. bis 17. November besetzt. Das war der Anfang der Besatzung. Die deutschen Truppen waren hier einen Monat bis 15. Dezember 1941. Es scheint nicht lange zu sein, nur einen Monat. Aber in dieser Zeit wurden alle Gruben zerstört. Den Kohlengruben Tawarkow-Ugel wurde ein Schaden von 50 Millionen Rubel zugefügt. Zum Vergleich kann man sagen, dass die Stadtwirtschaft der Stadt Bogoroditsk Verluste von 10 Millionen und 106 Rubel hatte. Natürlich waren hier Arbeitskräfte nötig. Die Ausrüstung gab es nicht. Man rechnete nur mit menschlichen Kräften. So entstanden die Arbeitskolonnen, wie sie manchmal in Dokumenten genannt sind. In Dokumenten für das Jahr 1942 traf ich die ersten Erwähnungen über die deportierten Russlanddeutschen, die zur Zwangsarbeit gezogen wurden. Es gibt keine vollständigen Angaben, wie viele Russlanddeutsche als Trutarmeearbeiter in den Kohlengruben des Kohlenreviers in Gebieten Tula und Ryazan beschäftigt waren. Während des Krieges waren diese Informationen geheim. Auch heutzutage sind diese Angaben nicht allgemein bekannt. Die Geschichte der Russlanddeutschen bewahren ihre Kinder und Enkelkinder. Frau Natalia Scholokowa, Enkelin eines Trutarmeearbeiters, schreibt seit Jahren die Erinnerung der Zeitzeugen dieser grausamen Ereignisse auf. Das ist die Siedlung der Kohlengrube 19. Während des Krieges und in der Nachkriegszeit waren hier die Lager der Trutarbeiter. Bis Anfang der 90er waren hier Baracken, hier war ein Club und dort hinter den Birken, so erzählte mir meine Großmutter Maria Koch, beerdigte man Leute, die in der Trudarmee umkamen. Das waren deportierte Russlanddeutsche. Annalisa Fink arbeitete damals in der Kohlengrube als Ärztin. Sie erzählte, dass man in Seversadonsk hinter dem Kulturhaus auf dem versumpften Gelände verstorbene Leute beerdigte, die man aus allen Lagen der Umgebung herbrachte. Sie sagte, ihr könnt denken, dass ich zum Mystizismus neigte, aber alle Versuche, dort etwas zu bauen, scheiterten. Vielleicht deswegen, weil dort Menschen beerdigt sind. Noch können wir das mit Dokumenten nicht belegen. Nur aus den Erinnerungen der Annalisa Fink wissen wir, dass dort Beerdigungen waren. Ich schrieb das Archiv an, bekam leider keine Antwort. Hier in Doskoi habe ich die Nina Nestjorkina-Sprangel kennengelernt. In ihrem Familienarchiv bewahrte sie die Tagebücher ihres Vaters Trutarmeearbeiters. Einmal kamen diese Hefte in die Hände der Wächter und es war ein Wunder, dass sie nicht vernichtet wurden. Dass die Tagebücher erhalten bleiben, ist nur sein Verdienst. Er hat sie aufbewahrt, dass sie für ihn sehr wertvoll, ein Schatz waren. Es ist seine Geschichte, sein Lebenslauf, seine Lebenswerte, sein persönliches Leben. Verhalten gegenüber meiner Mutter, die Geschichte ihrer Bekanntschaft, ihrer Liebe. In den Tagebüchern von Andrei Spanagel lesen wir: Wenn ich mir das Leben mit Asja vorstelle, sehe ich eine helle Zukunft. Mit ihr bin ich bereit, durch Kälte, Schnee und Nebel zu gehen. Sie ist, wie auch ich, ein einfacher sowjetischer Mensch. Die russischen Leute sind für alles bereit, für jede Arbeit und Schwierigkeiten, wenn es um Interessen der Heimat geht.
Wir können nach dem Krieg den jungen Schülern erzählen, wie die faschistische Armee unsere Heimat überfiel, mit welchem Blutvergießen, mit welchen Schwierigkeiten das russische Volk sie vertrieben hat. Wenn nur endlich dieser verfluchte Krieg zu Ende wäre und wir uns frei bewegen könnten. Er hat immer die Republik der Wolgadeutschen als seine Heimat betrachtet, den Ort, wo er geboren ist. Immer, wenn er sich an die Wolga erinnerte, standen ihm Tränen in den Augen. Mein Vater war sehr patriotisch zur Heimat. Er liebte sie abgöttisch. Ich erinnere mich, dass er uns immer sagte, die Heimat muss man lieben, die Heimat muss man verteidigen, es gibt nur eine Heimat. Er erzählte, dass es Kommunismus noch vor dem Krieg in der deutschen Wolga-Republik gab. Es war eine reiche Republik. Es gab ein Nationaltheater, 5 Hochschulen. Die Republik der Wolgadeutschen war eine der ersten, wo volle Beherrschung des Lesens und Schreibens siegte. Am 17. Januar 1942 bekam Andrei Spanagel eine Vorladung ins Wehrkommando. Er sollte Ausweispapiere, Bettwäsche, warme Kleidung, Schuhe, Unterwäsche, Löffel, Becher, Rucksack und Essenvorrat für 12 Tage bei sich haben. Der junge Spanagel freute sich, endlich darf er an die Front gehen, die Heimat verteidigen. Für die deportierte Jugend war es besonders schwer zu verstehen, warum man sie, sowjetische Leute, den Faschisten gleichstellte und den Vorrat und Beihilfe beschuldigte. Viele, die diese Vorladung bekamen, dachten, es sei ein Fehler gewesen und dieser Fehler wurde korrigiert. Jetzt geht es an die Front. Aber nein, sie wurden als Volksfeinde abgestempelt und in die Trutarmee geschickt. Als Erwachsene haben wir ab und zu ihn gebeten, uns alles zu erzählen. Er weigerte sich. Die Erinnerungen waren für ihn wahrscheinlich zu schwer. Diese Erniedrigungen, das schwere Leben im Lager. Wenn im Fernsehen ab und zu etwas Ähnliches gezeigt wurde, sagte er nun, das ist mir alles bekannt. Ich dachte, wie kann so etwas ihm bekannt sein? Vor dem Krieg an der Wolga arbeitete Andrei Spanagel in der Schule als Deutschlehrer und war auf seinen Beruf sehr stolz. Nach dem Krieg war seine pädagogische Laufbahn zu Ende. Auf ihn wartete die Arbeit in der Kohlengrube. Die Liebe zum Wissen trug er jedoch durch sein ganzes Leben und übergab diese Liebe auch den Kindern. Soweit ich mich daran erinnere, hatten wir von Kindheit an immer eine Hausbibliothek. Da waren Schiller, Goethe, Heine. Wir kannten die Komponisten Beethoven, Schumann, Strauss. Mein Vater war sehr musikalisch. Er spielte Klavier und große Ziehharmonika. Der Sohn des Trutarmee-Arbeiters Karl Grasmik-Valery sammelte die Geschichte seiner Ahnen ab Juli 1767 von der Ausreise aus Deutschland nach Russland an die Wolga. 36 Familien aus Hessen kamen über St. Petersburg, Moskau, Saratow an die Wolga. Sie gründeten das Dorf Balzau. Es war eine große lutherische Gemeinde. Es waren sehr fleißige, freie Menschen, Landmänner und Handwerker. Sie haben sich in kurzer Zeit nicht nur gut eingerichtet, sondern auch die Wolgasteppe zur Landschaftsarbeit und Viehzucht verwandelt. Nur in einer Generation wurde das Land der deutschen Kolonien bebaut und gab Russland Brot. Jede Familie hatte eine Tradition. Die Tradition der Familie Grasmik war es, den Kindern Wissen beizubringen. Ich sah im Stammbaum Ärzte, Geistliche und Lehrer. Mein Vater fing Biologie mit 17 Jahren an der Deutschen Staatlichen Pädagogischen Hochschule zu studieren. Mit Auszeichnung absolvierte er das erste Studienjahr. Das Studium unterbrach aber der Krieg. Zweimal wendete er sich an den Kriegskommissariat mit der Bitte, an die Front als Militärdolmetscher zu gehen. Aber es wurde ihm abgesagt. Bald mit dem Beginn des Krieges kam die Verordnung über die Deportation der Deutschen von der Wolga. Die große Familie wurde zuerst nach Kasachstan deportiert und im Januar 1942 kamen sie hierher als Trutarmee-Arbeiter zum Wiederaufbau der überschwemmten Kohlengruben. Karl Grasmik, wie er auch alle Trutarmee-Arbeiter, verlor seine Gesundheit in der Kohlengrube. Aber in seinen Unterlagen gab es keinen Vermerk, dass er in der Kohlengrube gearbeitet hat. Die Bedingungen in den Gruben waren fürchterlich. Der Vater starb im Alter von 48 Jahren. Auf der Arbeit bekam er einen akuten Magengeschwüranfall. Als der tote Körper im Krankenhaus seziert wurde, stellte sich heraus, dass auch die Lungen für ein weiteres Leben nicht mehr geeignet waren.
Im Museum für Geschichte und Kultur der Stadt Nowomoskowsk gibt es eine kleine Exposition, die die Arbeit in der Kohlenregion darstellt. Die Nachbildung einer Grube zeigt die unmenschlichen Bedingungen, in denen die Trutarmee-Arbeiter gearbeitet haben. Wenn wir über die Deutschen sprechen, die in dieser Zeit in Nowomoskowsk lebten, dann sind es 2 Unterabteilungen des Lagers 1900, die in der Stadt und Uzlowaja und in der Siedlung Dubowka funktionierten. Das sind Orte, die bis heute noch bestehen. Diese ersten Sondersiedlungen entstanden mit dem Kriegsanfang. Das Donetsk-Kohlengebiet war von dem Feind besetzt und das Land brauchte mehr Kohlen für den Militärzweig. Das Volkskommissariat beschloss, den Abbau des Bergwerkes im Gebiet Tula und Rjasan zu beginnen. Gleich danach holte man zwangsläufig die Trutarmee-Arbeiter heran. Zu den Trutarmee-Arbeitern gehörten Menschen deutscher Abstammung, sowjetische Deutsche, die aus der Armee vertrieben wurden, da der Krieg mit Deutschland ausbrach, und deportierte sowjetische Deutsche. Die holte man als mobile Umsiedler an die Arbeit in den Kohlengruben heran. Ich kann nun sagen, dass diese Leute unter harten Konditionen gehalten worden sind. Sie wurden von Spezialeinheiten der NKWD überwacht. Das waren alles Menschen, die sich selbst nicht mehr gehört haben. Ihr Wert bestand nur in ihrer Muskelkraft. In Dubowka war eine Zone. Das waren 3 zweistöckige Häuser, die mit Stacheldraht umzäumt wurden. In jedem Zimmer wohnten 10 bis 15 Männer. Wie der Vater erzählte, schlafen mussten sie auf den Pritschen. Täglich gingen sie zu Fuß in die Grube, 2,5 Kilometer hin und 2,5 Kilometer zurück. Die Grube war nass. Das Wasser stand bis zu den Knien. Mit der Kreuzhacke haben sie die Steinkohle gehackt und mit der Schaufel geschmissen. Es bedeutet, man nimmt mehr und schmeißt weiter. Es gab keine Umkleidungsräume. Man arbeitete in derselben Kleidung, in der man nach Hause ging. Das Schlimmste war es, dass der Aufzug nur 12 bis 14 Personen fasste. Diejenigen, die schon oben waren, mussten nass in der Kälte abwarten, bis die anderen auch oben waren. Und dann ging die ganze Kolonne unter Bewachung nach Hause. Bis sie zu Hause waren, war unterwegs die nasse Kleidung tiefgefroren. Und zu Hause versuchte man sich dann irgendwie zu wärmen. Nach dem Krieg hat man den Stacheldraht abgebaut. Ende 40er konnten sich die Familien der Russlanddeutschen wieder vereinigen. Aber selbst nach dem Abbau vom Stacheldraht sind weder Trutarmeisten noch ihre Verwandten frei geworden. Das Wort Spezialkommandatur trug ich durch meine ganze Kindheit durch. In der Zeit unserer Unterbringung in der Spezialsiedlung Stalinogorsk mussten wir uns wöchentlich an einem bestimmten Tag in diesem Gebäude hinter meinem Rücken melden. Meine Schwester war krank und der Vater fuhr mit ihr nach Moskau. Einmal, aus irgendwelchen Gründen, verspätete er sich und meldete sich nicht. Daraufhin musste er zum Verhör und wurde in der Arrestzelle gesteckt. Wir hatten die Wohnung Nummer 7 und in der Wohnung Nummer 8 war die Kommandatur. Darum wussten wir ganz genau, was sich dort vor unseren Augen abspielte. Die Leute liefen dort hin und her. Wir mussten uns melden. Zuerst einmal pro Woche, dann einmal pro Monat. Danach einmal in 2 Monaten und nach 1953 einmal pro ein halbes Jahr. Wenn man von Dubowka nach Uzlowka oder woanders hin wollte, dann musste man sich bei der Spezialkommandatur abmelden. Das war kein freies Leben. Die Not, den Hunger, keine Freiheit durchzumachen, half vielen Deutschen der Glaube. Meine Mutter war gläubig. Es kamen oft die Freunde unserer Eltern zu uns. Sie beteten. Die Lutheranen versammelten sich in den anderen Wohnungen, damit die Wächter nicht mitkriegen, dass sie beten wollen. Der Glauben an Gott war verboten. Meine Eltern und ihre Freunde aber behielten ihren Glauben trotzdem. Die Trutarmee-Arbeiter hielten nicht nur ihren Glauben, sondern auch ihre Angehörigkeit zur Nation geheim. Nicht ihretwegen, sondern wegen ihrer Kinder. Wie alle anderen wünschten sie ihren Söhnen und Töchtern besseres Schicksal. Zu Hause sprach man weder über Deutsche noch über deutsche Sprache. Dieses Thema war für immer geschlossen. Als ich meinen Pass bekommen sollte, fragte ich meinen Vater, ob ich in der Zeile Nationalität Deutsche schreiben durfte. Ich wollte es gern tun, weil ich dem Vater sehr ähnelte. Vatersblut sozusagen. Aber der Vater hat mir es verboten. Er sagte,
dass ich es später, wenn ich groß werde, selbst verstehen würde. Ich sollte lieber Russin schreiben. In der Stadt Skopje, Gebiet Ryazan, wurde 2012 auf dem Gelände der Grube Severnaya ein Museum der Bergarbeiter der Kohlenregion eröffnet. In einem kleinen Raum wurde das einfache Kohlenwerkzeug, Kreuzhake, Spaten, Schubkarren, primitive alte Lampen und alte Schutzhelme ausgestellt. Unter den Ausstellungsexponaten gibt es einen schweren Bergbauwagen, den man auch leer nicht einfach bewegen kann. Die Trutarmeearbeiter mussten ihn voll mit Kohle beladen schieben. Mein Vater war sehr kräftig. Er sagte, wenn er das nicht mit Händen machen kann, dann stütze ich mit dem Kopf dagegen. Diese Transportwagen waren sehr schwer. Und alle sagten, wie kannst du denn einfach so bewegen? Mutti machte sich Sorgen, da es oft zu den Begrabrutschungen kam. Oft stürzten Grundwässer rein. Bis er von der Schicht zu Hause ankam, konnte sie kein Auge zumachen. Sie wartete auf ihn. In den ehemaligen Bergarbeitersiedlungen bewahren die Nachfahren das Andenken an bittere Jahre der Repressalien. So zum Beispiel wurde in der lokalen National- und Kulturautonomie von Bogoroditsk ein Museum eingerichtet, in dem man die Alltagsgegenstände damaliger Zeit zusammengetragen hat. Ein besonderer Stolz der Ausstellung: weißes Brautkleid der Tochter eines Trutarmeearbeiters. Die Verfolgten selbst hatten keine Feierlichkeiten. Auf die Frage, wie man die Hochzeiten gefeiert hat, gab es nur eine Antwort. Ach wo, welche Hochzeiten? Man kann einfach zusammen und Schluss. Der Vater sagte mir, er sei aus unserem Dorf. Ich kenne ihn und du heiratest ihn. Und er hatte mich nicht gefragt, ob ich ihn heiraten will oder nicht. Er brachte mich zu ihm und sagte, bleib da. Ich war damals jung und dumm und mit keinem Jungs befreundet. Er gab keine Hochzeit und keinen feierlichen Abend. Ich habe mich 3 Nächte nicht schlafen gelegt. Die ganze Familie schlief und ich saß. Sein Bett stand so und ich saß am Fenster. 3 Nächte habe ich mich nicht hingelegt. Ich hatte Angst. In Skopje, im Jugendtheater Predel, erzählte der künstlerische Leiter Wladimir Del, Sohn des Trutarmeearbeiters, in dem Schauspiel Gussenbach Kochugurki die Geschichte seines Vaters. Mein Vater hatte eine Frau und eine Tochter. Während der Deportation ist seine Frau Martha im Zug gestorben. Er ist mit der Tochter Elsa allein geblieben. Zuerst kamen sie nach Kasachstan. Danach wurde mein Vater in die Trutarmee eingezogen und in die Siedlung Komsomolsk, Rajon Skopje, Gebiet Ryazan gebracht. Zu jener Zeit hieß die Siedlung nicht Komsomolsk, sondern Kolonie des Bergwerkers Nummer 46. Die Trutarmeearbeiter wohnten in einem mit Stacheldraht umzäumten Lager. Mit Wachsoldaten wurden sie zur Arbeit in die Grube gebracht. Die heimischen Dorffrauen, die in der Nähe wohnten, hatten Mitleid. Sie brachten ihnen heimlich mal ein paar Kartoffeln, mal ein Ei. Meine Mutter hatte zu dieser Zeit auch eine schreckliche Lebenstragödie. Ihr Mann, Loscha Schalaschow, wurde im Mai 1941 in der Armee einberufen. Und nach einem Monat fing der Krieg an. Die Mutter war gerade an diesem Tag in Skopje auf dem Markt. Als sie sah, dass alle auf einmal herumliefen, hasten hin und her, fragte sie eine Frau, was denn los wäre. Weißt du es noch nicht? Der Krieg hat angefangen. Und Mama erzählte, wie sie nach Hause ins Dorf Kochugurki rannte, wie sie an der Kreuzung hinfiel und wie sie sich wie ein kopfloses Huhn drehte und schrie, weil sie spürte, dass sie ihren Mann Alexei verloren hatte und dass sie allein ihre Tochter Tamara erziehen sollte. Es kam so, dass meine Mutter und mein Vater für den Andel letzten Endes zusammenzuwohnen begannen. In Bogoroditsk, der Region Tula, trafen wir uns mit dem Trutarmisten Fjodor Iwanowitsch Fritz. Er wurde 1924 im Wolgagebiet in der Familie der Russlanddeutschen geboren und darum hat er alle Leiden der Repressalien durchgemacht. Fjodor Iwanowitsch wartete auf uns. Er wollte uns viel berichten, wie er dem Kinderheim entwischte, als Sprengmeister im Bergwerk arbeitete, wie man ihm die Jahre der Arbeit unter die Erde erst ab 1947 ins Arbeitsbuch eingetragen hat, wie er besser als die anderen Jungen tanzen konnte und wie er in der Spezialsiedlung seiner künftigen Frau begegnete.
Dabei war er von schweren Erinnerungen sehr aufgeregt. Wenn man so überlegt, dann war das kein Leben. Das war Geschichte. Ja, Fjodor Iwanowitsch, das ist Geschichte, die Ihre Kinder und Enkelkinder erzählen. Das ist Geschichte, die aus seltenen Dokumenten und reichen Erinnerungen von euch Trutarmeearbeitern zusammengetragen wird. Ich habe viel durchgemacht. Ich kann nicht alles erzählen. Wenn ich das aber erzählte, dann au. Ich habe nur Schreck, noch einmal Schreck erlebt. So schwer war das Leben. Das wünsche ich um Gottes Willen niemandem. Als ich mit den im Film wirkenden Personen sprach, wunderte ich mich, wie ähnlich ihre Schicksale waren. Es kam mir vor, als ob Berichte aller Menschen zu einer Biografie werden, Biografie eines Menschen, der anhand der nationalen Angehörigkeit zum Volksfeind wurde. Verhaftet und deportiert zur Trutarmee waren aber nicht nur Russlanddeutsche. Unliebsam dem Stalins Regime wurden auch Tataren, Tschetschenen, Finnen, Tschechen und andere Nationalitäten. Die verbannten Deutschen gab es aber mehr. Heutzutage erinnern an die Bergwerke, wo Trutarmeearbeiter gearbeitet haben, noch Halden und die Barakruinen. Bald werden auch später gebaute Häuser abgerissen, in denen die Bergarbeiter nach der Abschaffung der Spezialkommandatoren gewohnt haben. Da ist eine der Straßen der Bergarbeitersiedlung Dubowka. In den leeren Häusern liegen verblassene Bücher, Spielsachen und einfaches Möbel. Es kommt vor, als ob diese Menschen von hier geflüchtet sind, indem sie alle Sachen einschließlich der schlimmsten Erinnerungen über die langen Jahre der Repressalien hingeschmissen haben. Die Trutarmeearbeiter, die ihren Rücken vor der Macht beugten, Deportationen und den Hunger über sich ergehen ließen, blieben unbeugsam. Sie überlebten für ihre Kinder. Und heute beten Sie, unbeugsame Menschen, für uns, für die, die einst geholfen haben, zu überstehen, trotz alledem. Ich wende mein demütiges und dankbares Herz zu dir, o allerheiligste Dreifaltigkeit, und richte die ersten Gedanken dieses Tages zu dir, meinem Vater in den Himmel, mit allen Geschöpfen, die im Himmel, auf Erde und unter der Erde sind, werfe ich mich